Grüß euch, willkommen bei Sailing Squib. Wir sind an der Rhone angekommen. Wir, das sind Sabina, meine Wenigkeit Peter und unser 40 Jahre altes Segelboot, ein Cadillac 9M, namens Squib. Als wir die Reise planten, war für uns Port St. Louis der Punkt, an dem wir Squib leistbar an Land stellen könnten, falls gröbere Probleme aufgetreten wären. Im Hinterkopf hatten wir immer unseren Motorschaden von 2018, der uns damals zur Umkehr zwang und wir von Reggio di Calabria mit nur einem funktionierenden Motor zurück nach Griechenland segelten. Wir lagen sogar in unserem Zeitplan etwas voran, hatten wir doch 3 Wochen für die 980 Seemeilen bis hierher eingeplant. Nach der Fahrt durch den Nebel hätten wir am liebsten ausgespannt, doch jetzt hieß es, Squib auf ein Fluss- und Kanalboot umzurüsten. Und so begannen wir die Segel abzuschlagen und den Mast fürs Legen vorzubereiten. Zwei Jahre zuvor hatten wir den Mast bereits in Griechenland einmal abgebaut. Deswegen wussten wir, welche Schwierigkeiten auf uns zukommen könnten. Na, andere Seite, warum? Oder? Na, ja, das ist die, die vom Mast kommt. Passt. Ich habe hier deswegen Blockklemmern verwendet, weil ich schon gewusst habe, dass der Refit bevorsteht und so die Kabel leichter zu trennen sind. Innen drin? Die fällt mich sogar am Tag an. Das ist ja arg. Na, besser dich als mich. Aber ich habe sie getötet. Jetzt muss es nur noch entsorgen. Ja. Hast du das drauf, welches wo angeschlossen ist? Gibt es eine Beschreibung? Na, Kabel. die Hülle musst du wahrscheinlich obenschirmen. So, passt. Die da auch aufmachen. Kleben mit Tape, dass nicht eine renkt. Warte, da muss man von innen nachschoppen. Ja, warte mal. Schwedischen Farben. Blaugelb ist ukrainisch. Blaugelb ist Niederösterreich. Na gut, okay. Kann man auch gleich mit hinterher nehmen. Das Schnürl wird auch schon ersetzt. Da braucht man ja Wuzi-Finger. Was glaubst du, warum ich das nicht mache mit meinen Würstelfingern? Nicht verlieren lassen. Stellvertretend für alle 8 Wantenspanner, die wir an Bord haben, nehmen wir jetzt den vom Achterstark. Die Kontermuttern lösen. In die andere Richtung den Wantenspanner ein bisschen lockern, so dass wir dann beim Kran, wo die halbe Stunde 100 € kostet, mit einer halben Stunde auskommen. Und den Sicherungssplint werden wir auch noch zusammenbiegen und schon ein bisschen rausziehen, dass er dann ganz leicht lose geht. So mehr lockere ich das Achterstark nicht. Das machen wir dann erst, wenn wir vor Ort sind. Das war der letzte Wantenspanner, der zu behandeln war. Und jetzt haben wir noch 3 Stunden Wartezeit, bis wir zum Kran fahren. Und da möchte Sabina noch das Schiff entsalzen.
Dank der guten Vorbereitung war das Mastlegen in 20 Minuten erledigt. Vom liegenden Mast entfernten wir alle Wanten und Stage und auch die Sallinge wurden abgebaut. Aus mitgebrachten 5/8er Staffeln bauten wir die Stützen, damit der Mast sicher an Bord gelagert werden könnte. So, wo sind die Schrauben bei deinen Füßen? Die vorderste Stütze fixierten wir mit 2 Schrauben im Ankerbeschlag. Zusätzlich wurde sie dann noch mit einer Schlauchschelle an der Reling festgenascht. Aber nicht ganz, weil dann müssen wir zuerst den anderen haben. Aus und jetzt den oberen. Ja, wir schneiden einmal 64 an und schauen, wie sich das tut. Auch innerhalb des Tabernakels brachten wir eine Stütze an, damit der Mast nicht auf den Schrauben aufliegt, mit denen die seitlichen Klampen befestigt sind. Am Heck wurde der Mast mit einem Gurt unterhalb des Geräteträgers festgezurrt. Abends checkte ich dann das erste Mal die Wasserstände auf der Info-Rhône-Homepage. In den Sommermonaten sollte der Abfluss laut unseres Revierführers ca. 1000 Kubikmeter pro Sekunde betragen. Ich wollte es gar nicht glauben, als ich 3800 Kubikmeter pro Sekunde las. Tendenz allerdings fallend. Am nächsten Abend spazierten wir zur Rhône, um uns einen Überblick über die tatsächliche Situation zu verschaffen. Zumindest hier im Unterlauf sah die Situation gar nicht so schlecht aus. Allerdings gab es etliches an Treibgut im Strom. Wir würden also auf schwimmende Äste und Stämme gut aufpassen müssen. Die Schleuse, die die Rhône mit dem Hafenbecken von Port St. Louis verbindet, hat nur wenig Hub, maximal einen halben Meter. Wegen des starken Autoverkehrs wird sie nur zu fixen Zeiten geöffnet, da gleichzeitig auch die Autobrücke hochgeklappt werden muss. Zum Üben ist der geringe Hub am Anfang gar nicht so schlecht. Ich habe ja bereits vor 17 Jahren die Binnenwasserstraßen Europas von Delfzijl in Holland nach Port St. Louis, also diesem Ort hier, durchquert. Für mich waren Schleusungen nichts Neues. Allerdings war Sabina ein bisschen aufgeregt, weil sie sich das so nicht wirklich vorstellen konnte, was uns da erwartet. Heute ist der letzte Tag in der Marina. Der Wind, der hier jetzt so weht, ist der Marin und nicht der Mistral. Das ist der Wind, der von Süden nach Norden weht. Heute will ich den letzten Tag noch zum Wäschewaschen nützen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich sie sturmsicher aufhängen werde, aber das werde ich mir noch überlegen. Schau, da gibt es einen Aufenthaltsraum. Mit Küche, schau. Wow. Beide Waschmaschinen sind voll. Die eine ist zwar schon fertig, aber ich muss noch warten, bis die Wäsche abgeholt wird von jemand anderem. Ich werde meinen Wäschesack oben draufstellen, um mein Anrecht zu bekunden. Ich hoffe, dass das was nützt. Noch ein kurzer Blick in eine der Duschkabinen im Marina-Gebäude. Sabina kämpft mit dem starken Wind beim Wäscheaufhängen. Ich fürchte, die Wäscheleinenführung ist noch nicht patentreif. Aber die Wäsche ist nach wenigen Minuten fast trocken. Leider gibt es hier in der Marina keine Tankstelle. Mehrere Fahrten mit dem Einkaufswagen zur Intermarché Discount-Tankstelle waren notwendig.
die benötigten 140 Liter Diesel an Bord zu schaffen. Mit 2 weiteren Fahrten stockten wir unseren Proviant besonders Frischwaren auf. Von meiner ersten Fahrt über die Binnenwasserstraßen Europas wusste ich, dass die Einkaufsmöglichkeiten oft kilometerweit von den Anlegestellen entfernt sind. Es ist Sonntagmorgen, kurz vor 6 Uhr. Wir haben aus der Marina Port St. Louis, die sich da im Hintergrund befindet, bereits abgelegt und sind zur Schleuse, die in die Rhone führt, vorgefahren. Wir liegen jetzt hier am Wartequai. Wir haben bereits über Kanal 19 mit dem Schleusenwärter Kontakt aufgenommen und haben jetzt noch eine Wartezeit von 10 Minuten, bevor das Abenteuer Flussfahrt für uns beginnt. So wie in allen Schleusen in Frankreich vorgeschrieben, haben wir bereits unsere Schwimmwesten angelegt. Das Wetter ist ein bisschen nebelig bedeckt, es hat ganz kurz ein bisschen genieselt, aber man sieht zwischen den Nebelflecken auch schon die Sonne durchkommen, wenn sie dann aufgeht, und wir haben ganz leichten Wind aus Nord. Ich hoffe, dass der tagsüber nicht zu stark wird, denn gegen Wind und Strömung werden wir uns sicher schwer tun. Die Rhone führt momentan relativ viel Wasser, aber es soll im Laufe der Woche immer mehr abnehmen. Unser heutiges Ziel wäre 40 Kilometer stromaufwärts in Arles. Da man in Arles nicht direkt anlegen kann, werden wir das auf der anderen Seite in der Schwestergemeinde am rechten Rhoneufer machen, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe. Trinketeil oder irgend sowas. Und dann ist es soweit. Die Schleuse beginnt sich zu öffnen und nach einigen Minuten bekommen wir das Grünsignal zum Einfahren. Liegt da in der Mitte auch, gell? Siehst du wie viel die Steine schwarz sind? Das Abenteuer Flussfahrt hat damit begonnen. Na, noch nicht ganz. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sich hinter der Brücke die Schleusentore langsam schließen. Sabina wartet vorne auf die Öffnung der Schleuse zur Rhone. Grün! Ich glaube schon, ich weiß es nicht, wie tief es ist. Heute schaut es viel ruhiger aus wie vorgestern. Kilometer 323. Bin ich schon? Ja, die erste Schleuse liegt hinter uns. Die Hubhöhe waren ca. 25 cm. Wir haben die ersten Erfahrungen gesammelt miteinander
und bei der nächsten Schleuse geht es dann hoffentlich schon ein bisschen routinierter zu. Wir fahren jetzt ungefähr mit 2200 Touren. Bei der Fahrt durchs Wasser habe ich ungefähr 4,5 Knoten und auf dem Kartenplotter habe ich ungefähr zwischen 3 und 3,5 Knoten.